Vielleicht kennst du das. Du hast Rückenschmerzen und wenn du in den Spiegel schaust, merkst du, dass dein Becken und dein Oberkörper nicht mehr übereinander stehen. Du bist schief. Und das Schlimmste, jede Bewegung zieht wie ein Blitz in den unteren Rücken oder sogar bis ins Bein. In diesem Video erkläre ich dir, was da in deinem Rücken passiert, warum dein Körper diese Schieflage wählt und die wichtigste Botschaft vorab. Wir holen dich jetzt gemeinsam aus dieser Schonhaltung wieder raus. Ich bin Wisna und hier in meinem Kanal dreht sich alles darum, dass du wieder schmerzfrei und beweglich wirst. Und wenn du jemanden kennst, der gerade buchstäblich schief durchs Leben geht, schick ihm dieses Video weiter. Okay, lass uns mal schauen, was da in deinen Rücken passiert. In der Fachliteratur nennen wir diese Verschiebung ein lateraler Shift. Das bedeutet ganz simpel gesagt, dass der Oberkörper seitlich gegenüber dem Becken verschoben ist. Von vorne, wenn man so von vorne schaut, sieht man häufig, dass der Brustkorb nicht mehr gerade über das Becken ist. Eine Seite wirkt etwas wie verstaucht und die andere Seite ist etwas in der Länge gezogen. Und warum passiert denn so ein lateralen Shift? Ein lateraler Shift ist keine Haltungsschwäche. Es ist auch keine Fehlverhaltung von dir und noch weniger eine Skoliose. In den allermeisten Fällen ist es eine Schutzreaktion deines Körpers und die Ursache eine mechanische Veränderung an der Bandscheibe. Ein kleiner Teil des Bandscheibengewebes hat sich so verlagert, dass er den Raum für den Nerv einnimmt. Und da gehört er erstmal nicht hin. Das kann die Nerven und das Gewebe rund um die Bandscheibe reizen und Schmerzen auslösen. Dein Körper reagiert sofort, um diesen betroffenen Nerv zu entlasten und den Druck von dieser Seite wegzunehmen, schaltet dein Gehirn bestimmte Muskeln auf Dauerspannung an. Vor allem den Quadratus lumborum auf der Seite und der Hüftbeuger. In dem Fall hier würde man dann so eine Haltung haben. Dein Körper verschiebt dich also ganz bewusst, um den Schmerz auszuweichen. Bei den meisten Betroffenen verschiebt sich der Oberkörper auf der Seite, die nicht schmerzt. Also hier ist die Schmerzen und da geht es dann hin. Aber auch zu schmerzhafter Seite ist es möglich. Das wirkt erstmal ein bisschen widersprüchlich, aber hat damit zu tun, wo genau die Reizung sitzt. Und jetzt etwas, was viele überraschen. Ein lateraler Shift ist richtig häufig. In Studien sieht man, dass da in der Physiotherapiepraxis bis zu jeder Vierte mit akuten Rückenschmerzen so eine Verschiebung hat. Und bei Patienten, die chronische Rückenschmerzen haben, ist sogar jeder Zweite davon betroffen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, schief zu stehen, bist du absolut kein Einzelfall. Manche Verschiebungen verschwinden wieder, wenn der Schmerz nachlässt. Aber die Forschung zeigt, bei vielen bleibt diesen Shift bestehen, teilweise über Monate oder sogar Jahre. Dann passiert Folgendes. Die Muskulatur passt sie an der Schieflage an. Deine Bewegung bleibt asymmetrisch und die Schmerzen kommen immer wieder zurück. Deshalb ist es so wichtig, den Shift, diese Verschiebung, aktiv zu korrigieren und nicht nur abzuwarten. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Für die erste Übung. Hier geht es erstmal um langsam und ein Gefühl dafür zu bekommen. Du solltest nicht in den Schmerzen reinarbeiten. Und diese Übung solltest du auch mehrmals am Tag durchführen, okay? So, angenommen, dein Becken, du hast Schmerzen, du hast Rückenschmerzen und dein Becken ist jetzt nun verschoben nach links. Also deine linke Seite, die ist hier so eingeklemmt. Dein Oberkörper ist zu der Seite und hier ist es verstaucht sozusagen. Die Falten sind hier auch mehr und die Seite ist es dann halt in der Länge gezogen. Dann solltest du die Seite, wo du eingeklemmt bist sozusagen, die kommt weg von der Wand. Die Seite kommt weg von der Wand und du stützt dich, so Becken verschoben nach links.
Du stützt dich mit deinem rechten Arm an die Wand ran. Deine Füße sind erstmal zusammen. Je näher du an der Wand dran bist, desto leichter ist die Übung zu Beginn. Deswegen such für dich die richtigen Maßen aus, okay? So, angenommen, das Becken ist verschoben zu deiner linken Seite. Du lehnst dich mit deinem rechten Arm an der Wand. Und jetzt ist das Wichtige, du fixierst deinen Oberkörper mit dem Arm an der Wand. Drückst dagegen, dass der Oberkörper erstmal fixiert und gerade bleibt. Und jetzt verschiebst du dein Becken Richtung Wand hin, so dass du wirklich das Becken zurück zur Körpermitte hinschiebst, bis du in der geraden Ebene bist. Und dann kannst du wieder zurückgehen. Du gehst von dieser Shift, von dieser Verschiebung zur Seite und du bringst es wieder zurück zur Mitte hin. Und dann wieder los. Je weiter du dich da reinlegst und überkorrigierst in die andere Richtung, das kannst du auch probieren, aber geh nur so weit, bis deine Beschwerden es zulassen. Reingehen, halten, bis du in einer Linie bist und dann wieder zurück. Ranlehnen, du schiebst dein Becken zurück zu der ursprünglichen Position und dann wieder zurück. Die Hand an die Wand sorgt nur dafür, dass du einen Fixpunkt hast. Du kannst das Gleiche aber auch vor dem Spiegel machen, indem du dich im Spiegel reinschaust. Deine Hände, die bleiben flach auf den unteren Rücken. Angenommen, dein Becken ist jetzt so nach links verschoben. Und da versuchst du dann ganz bewusst, dein Becken wieder zurück zur Mitte zu bringen, sodass das Brustbein direkt über der Mitte von deinem Becken bleibt. Bleib in die Spannung ein paar Sekunden und geh dann aktiv wieder zurück. Und dann nochmal. Mit dem Becken wieder zurück zur Mittellinie. Bleib in der Mittellinie, dass es keine Schmerzen macht. Und dann wieder zurück. Und das wiederholst du so 10 Mal. Und dann probierst du beim nächsten Mal, das ein bisschen zu korrigieren. Dass du noch weiter von der Mittellinie zurückgehst in die Gegenrichtung von deiner Schieflage. Und das wiederholst du dann halt so 5 Mal. Überkorrigieren. Und dann wieder zurück. Überkorrigieren und dann wieder zurück. Mit der Hand an der Wand wird es dann etwas leichter. Wenn du diese Übung ein paar Mal gemacht hast, wirst du sehen, dass du wieder gerade stehst. Aber diese gerade Haltung ist erstmal sehr fragil. Deswegen musst du es immer mehrmals am Tag durchführen, dass es dein Körper wieder lernt, in die richtige Haltung zu bleiben. Sobald du die Schieflage korrigiert hast, ist es extrem wichtig, dass du in den Streckung reingehst. Vor allem dann, wenn die Beschwerden wegen einem Bandscheibenvorfall oder Vorwölbung kommen. Also, du hast erstmal deine Schieflage korrigiert und bist jetzt gerade. Als nächstes sollen wir versuchen, deinen Rücken in einen Hohlkreuz zu bringen. Sehr häufig Patienten, die Rückenschmerzen haben, sind dann sehr gerade in den unteren Teil und genau das wollen wir wieder korrigieren. Du platzierst eine Hand hinten am Rücken und schiebst dein Becken jetzt nach vorne. Du kannst auch gerne beide Hände nehmen. Am besten ist es, dass du es vor dem Spiegel machst, weil das Ziel der Übung ist jetzt, dass du den Bauch etwas anspannst und jetzt ganz langsam dich nach hinten lehnst. Und wieder zurück. Behalte dein Becken im Blick, weil was sehr häufig passiert, ist, dass es wieder zurückgeht zu dieser Seitenlage und währenddessen du nach hinten kommst, dann klemmt es wieder ein. Deswegen zuerst die Korrektur durchführen. Dein Becken ist gerade unterhalb von deinem Brustkorb. Hände kommen in der Lendenwirbelsäule und du gehst ein kleines bisschen nach hinten. So weit, wie du dir zutraust und wieder zurück. So weit, wie du dich zutraust und dann wieder zurück. Genau wie bei der Übung davor, du kannst es auch sehr gerne gegen eine Wand machen. Am besten sogar gegen einen Spiegel, wenn der stabil ist. Achte darauf, dass dein Rumpf gerade bleibt und dann lässt du dein Becken ein kleines bisschen nach vorne und wieder zurück. Wichtig ist, dass diese Übung, die muss ganz langsam und genau durchgeführt werden, dass dein Becken nicht wieder abweicht, währenddessen du nach vorne gehst. Weil sonst würden deine Beschwerden danach wieder schlechter werden.
Zuerst die Korrektur, in einer Lage bleiben und dann nach hinten gehen mit dem Rumpf, nach vorne mit dem Becken und wieder zurück zur Mittellinie. Bauch anspannen, kontrolliert und bewusst nach hinten, Becken nach vorne und dann wieder zurück. Und ebenfalls diese Übung solltest du dann mehrmals am Tag durchführen. Zuerst die Korrektur von der Seitenlage oder von dem Seitenshift und dann, ganz wichtig, in die Streckung reingehen. Eine kurze Pause von Aktivitäten, die deine Beschwerden verschlimmern, kann deinem Rücken helfen, sich besser zu fühlen. Bei dieser Art von Verletzung hilft es meistens, das Rundmachen und das Verdrehen der Wirbelsäule zu einer gewissen Zeit zu vermeiden. Wenn dir diese Übungen helfen und du besser verstehen möchtest, warum dein Körper Schmerzen entwickelt und was du konkret dagegen tun kannst, dann abonniere gerne meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Bei der Übung davor ging es darum, wieder einfach Beweglichkeit in die Streckung zu bekommen. Und jetzt wollen wir aktiv auch Stärkung haben von unserem Rückenstrecker. Und dafür solltest du dich auf den Bauch hinlegen. Du legst dich auf den Bauch und im besten Fall kannst du die Übung schon beginnen, indem du den Unterarm auf dem Boden hast. Wenn diese Position dir Schmerzen bereitet, dann beginnst du etwas mehr mit dem Brustkorb Richtung Boden. Und jetzt ganz aktiv erstmal den Bauch ranspannen, die Arme ein bisschen mehr zu dir ranziehen und dann versuchst du dich mit den Armen, aber vor allem mit dem Rücken hoch zu stemmen und wieder zurück. Hoch zu stemmen, Rücken anspannen, nur so weit, bis du keine Beschwerden hast und wieder zurück. Helf dir mit den Armen, aber nur so wenig wie nötig. Ziel wäre, dass du in eine Überstreckung kommst, aber nur dann, wenn es dir keine Schmerzen macht. Beziehungsweise du solltest spüren während der Übungen, falls du eine Ausstrahlung hast Richtung Bein, dass diese Schmerzen von dem Bein weggehen und sich wirklich nur in den unteren Rücken konzentrieren. Das ist ein guter Hinweis dazu, dass der Nerv mehr Platz hat und es dann eher auf den oberen Teil sich beschränkt und nicht die ganze Nervenwurzel dann noch gereizt ist. Also nochmal von vorne. Du legst dich hin, spannst erstmal den Bauch an und versuchst von diesem Bauch vom Boden wegzuheben, so weit wie es geht, und dann wieder zurück. Bauch Richtung Boden, ein bisschen anspannen und Brustkorb heben. 20, 30 Wiederholungen sollen das werden. Wenn du immer noch keine Ausstrahlung hast in Richtung Bein, dann wird es etwas schwieriger. Hände Richtung Brustkorb und mit Hilfe von den Händen auf eine bewusste Anspannung von dem Rücken den Oberkörper vom Boden hochheben. Und wieder zurück. Bauch anspannen, hochkommen, so weit wie es geht und wieder zurück. Und ebenfalls hier solltest du in einem Bereich arbeiten von 10, 15 und wenn deine Muskulatur es zulässt, sogar 20 Wiederholungen und im besten Fall 2 Serien davon. Und zu guter Letzt noch eine sehr wichtige Übung, wenn man diese Schieflage hat. Vor allem dann, wenn du schon seit Monaten oder Jahren diesen Schiefstand hast, ist, dass du dich auf die Seite hinlegst. Versuch mal als erstes, die Knie nach hinten zu bringen, sodass du in einer Lage bist. Das heißt Knie, Hüfte, Becken und die Schulter, die sind in einer gerade Ebene. Und von dieser Haltung aus versuchst du dann, das Becken nach oben zu schieben. Nur, dass du vom Hüfte her den Boden nicht mehr berührst und dann langsam wieder runtergehen. Ebenfalls hier ist es extrem wichtig, dass du in einer koordinierten Bewegung drin bist. Es soll nicht abrupt nach oben gehen, geschweige dann, dass du es einfach wieder fallen lässt. Genau solche Unkoordinationen können dann ungünstig den Nerv oder die Bänder rund um das Wirbelsäule reizen und dann Beschwerden auslösen. Unterarm direkt auf deiner Schulter, die Knie sind gebeugt, spann als erstes den Bauch etwas an, um etwas mehr Stabilität zu kriegen und drück dann die Knie nach unten,
sodass du das Becken etwas vom Boden hochhebst, in eine Linie bist und dann langsam wieder runterlassen. Wie viele Wiederholungen ist abhängig davon, wie gut du trainiert bist. Zu Beginn ist es mir lieber, dass du 6, 8 Wiederholungen machst und davon vielleicht 3, 4 Serien, als einfach 10, 12 Mal hoch und runter, ohne zu achten, wie gut du die Übung durchführen kannst. Mach das erstmal auf eine Seite und dann das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Beug deine Knie, so dass du in eine Linie bist von Schulter, Brustkorb, Becken und Knie. Die Schulter je weiter nach oben, desto schwieriger ist es, vor allem dann, wenn du auch Schulterschmerzen hast. Also lieber ein bisschen mehr zu dir heranziehen. Dann bewusst den Bauch zuerst anspannen, ein bisschen Stabilität zu haben. Die Knie nach unten Richtung Boden drücken und das Becken ein kleines bisschen vom Boden heben. Langsam wieder absenken. Und dann wieder vom Boden heben, Spannung halten und langsam wieder absenken. Und ebenfalls hier machst du genau wie auf der anderen Seite so viele Wiederholungen, wie du das selber gut kontrollieren kannst. Und je kräftiger du wirst, mehr Wiederholungen kommen dazu. Diese Übungen können dir gut dabei helfen, deinen Beckenschiefstand oder die Verlagerung wieder zu verändern bzw. dich wieder gerade zu machen. Ich hoffe, die Übungen helfen dir weiter. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!